Meine Damen und Herren, willkommen zurück zur Voice of Cards, The Isle Dragon Roars, Folge 5 heute. Und was haben wir in der letzten Folge? In der letzten Folge haben wir endlich den Dungeon abgeschlossen, sind vom Weißen Orden beraubt worden, sind zum Monsterforscher zurückgegangen, haben die Flöte gebracht, also die kleine Stoffpuppe gebracht, die in die Schatztruhe zurückgelassen worden ist, haben eine Flöte bekommen, sind durch den Irrwald und haben Viris kennengelernt. Das ist unsere Bogenschützin hier gerade. Sie ist sehr stark unterlevelt, um 4 Level. Haben ihre Mutter kennengelernt, die sehr kränklich war und vom Pech verfolgt. Wollten ihr helfen, haben sich geschafft und haben kurzerhand eine mysteriöse Karte bekommen. Jetzt jedoch gehen wir. This road takes you to the east side of the bewildering wood. But you'd be hard-pressed to find your way without a woodlander's help, the guard warns. Deswegen haben wir Viris dabei. Upon seeing that Riddis is with you, he steps aside and lets you through. Aha. Ja, Passage würde ich gerne machen. Wir wollen etwas Content für die Folge haben. The eastern portion of the woods certainly does not want for thick, soupy fog. Wollte ich nicht wissen, aber okay. Also wie im vorigen Teil. You turn away, ready to lead the party deeper into the bewildering wood. Aber Wait just a moment, you lot, calls the voice of an older man from somewhere behind you. Riddis appears to be familiar with him. She calls him Mr. O. Here you are, young lady, he says, handing her a slip of paper. das ist so ridiculous jetzt gerade. Oh dear. Further, Mr. O explains, Riddis did not have a fire insurance policy at the time of the conflagration, and so she shall have to pay in full. I'll thank you kindly to pay by the end of the month. Bye now, Mr. O says, receding from view as he returns to the forest. Können wir ihm nicht einfach den Kopf abschlagen im Wald? Hee. Riddis lets out a bemused chuckle, her demeanor remarkably calm for what has just transpired. She pulls the woodland flute from her cloak and begins softly playing. Ich schwöre bei Gott, ich werde das Ding gleich wieder wegnehmen. Riddis's ear-splitting performance, shall we say, draws monsters out from behind the trees. Within moments, they are nearly upon you. Viris? The fuck? Erstens. Und zweitens, why? Falsches Giftpfeil. Zweifacher Schaden, aber ich würde sagen, wir schießen mal drauf, wie viel Schaden du machst. 8 kann man so schlecht. Und Slice. Genau tot. Nice work. Feuerball da hinten. Genau tot. You did great. That's odd. I must have made a mistake, Riddis says, burying her face in her old book once more. Kannst du mir das Buch mal zu lesen geben? Was siehst du dir da an? She opens the book to a particular page and thrusts it in your face. You can't tell anyone in the village I let you see this, okay? Von mir aus. It's a page of sheet music with a note scrawled beside it that reads, "Play this lucky tune to reverse your financial fortunes and make money woes a thing of the past." Oh mein Gott, sie hat genauso schlechte
Ideen wie ihre Mutter. Gott verdammt nochmal. No matter how many times I played this last night, our debt never went down, she fumes, incensed. Wenn ich einen Befehl geben könnte, würde ich jetzt sagen, Marin, beutel die bitte einmal, bis das Hirn wieder anspringt. You inspect the page a bit more carefully. Off in a corner, in letters so small as to be illegible, another message reads, "May summon monsters if played incorrectly." Virus? You finally see that so long as Ridis holds the flute, this is nothing more than a monster conjuring melody. Ich meine, wir können Power-Leveling machen, aber ich glaube, das will keiner jetzt sehen. If. You snatch the woodland flute from her hands. You have lost your flute-playing privileges, you inform her. But I'll never escape from this mountain of debt without it, she cries, clearly still believing in the melody of fortune. Dann lies den Text noch. Melanie quietly opines that while Ridis is many things, Bright is not one of them. Danke. Ja, wir nehmen wieder alles aufdecken hier. Der Feind greift mich an. Wer wird es wohl sein? Der fucking dead. 12 Schaden. Passt. Ich will jetzt kurz was testen. Wie lange hält das jetzt an? Es hält eine Runde genau an. That was lucky. Sind 4, 7. Autsch. 3 Schaden. 4, 8, 9, 81. Jump-Pack mal freischalten. Ich habe mal kurz Achievements angeschaut und anscheinend hat es ein Achievement gegeben, wie du alle Punkte hast. Es wird auch eines geben, wenn wir fliehen, aber wir fliehen nicht. Seit wenn es uns so nervt wird. Ich sollte mal schauen, ob es vielleicht, ob meine Leute, die in der Reserve sitzen, auch XP bekommen. Egal. So, jetzt habe ich 2 Juwelen, braucht kein Mensch. So muss ich jetzt noch kurz checken, und zwar meine Reserve 365 fehlen zur nächsten Stufe. Eine Juwele. Nice. Ein eigenes. Ursprungsspiel finden. Es ist eine Harpie. Und wir bilden den Münzhaufen. 220 Gold. Nice. Der Feind greift wieder an. Na, da brauche ich wieder beide, weil ich beide noch nicht gesehen. 11 Schaden. Feuerball auf dich. Und ein Slash auf dich. Also 13 Schaden.
rechts. Ah, das ist erst ein Induktionsraum. Ne, Blitzschaden. So, jetzt kommt der Check. 365 ist vorgestanden. Die kriegen auch XP. Heißt also, ich könnte eigentlich meine starken Leute nach vorne tun und uns schnell beenden können. Aber egal, machen wir so einfach. Gewöhne ich mich ein bisschen an unsere Bogenschütze. Der Feind greift mich wieder an. And fight. 2 Schaden für mich. Und 20 Schaden. Nicht schlecht. So. Ein Feuerball und dann sich die Geschichte auch hier erledigt. Flame. 21 Schaden. Boom. Ich finde es schön, dass wenigstens alle im Team XP bekommen. Strahlenwirkung hat Lichtschaden angegangen. Oh. Das wird man gleich mal einbauen in unsere Fähigkeiten, würde ich sagen. Skills. So, was machen wir uns? Den Donnerschnitt, würde ich sagen, tun wir raus. Da haben wir 2 Sachen. Einmal entgiften, Gifttoxin und einmal 10 HP heilen. Ja, machen wir so. Oh, eine Schatzkiste. Kettenrüstung. Oho. Wie kann das ausrüsten, ist die Frage. Ne? Muss man um sie mal keine Sorgen mehr machen. Was hat doch kein Accessoire? Das sollten wir auch vielleicht rein tun. Perfekt. Der 12 Herz. Sie ist von Hause, also Maren ist von Hause sehr stark. Also kannst du jetzt da schon mal die Charaktere nochmal. Weil es steht doch eindeutig geschrieben, dass das weiblich ist, das Monster. Es ist dem gegenüber sehr zulässig. Es beschützen sie für das eher das fliegende Monster, nicht das Normal ist, okay? Das beschreibt aus meiner Ansicht aus, aber es ist auch vielleicht von sie. Maren ist auch eigentlich ein weiblicher Name, Feindgerecht an. Cool, dann schaue ich auch bald da den nächsten Ding vor. Ja, der ist tot. Fortune favors the bold. Feuerball. Okay, das sollte bald ein Level abgehen. Ich nach unten und nach oben. Ich glaube, oben geht's weiter. About the enemy. Und 12. 13 schon. Ist tot. Jetzt sollte ich dran sein, den Schwerthieb. Schwertstreich. 7 Schaden gesamt.
alle Gegner und lenkt Angriffe bis zur nächsten Aktion häufiger auf sich. Oh, cool. Links ist wieder links. Den können wir links sehen. Wenn es so weitergeht, haben wir wohl wirklich keinen Platz mehr in unserer verdammten Kiste. Here, Riddis chirps, pushing overgrown boughs and shrubs aside. As she does, a hidden path out of the bewildering wood comes into view. Ja, ich bin immer noch nicht fertig hier. Da oben wieder ein paar Karten zum Aufdecken. Also brauche ich von dem Ding noch die andere Seite von seiner Karte. Coole Fähigkeit. Das ist ein Talent. Versucht Treble-Schaden, wenn das Ziel von einem Zustand betroffen ist. Einfrieren plus zweifacher Schaden sind nochmal plus 3 Damage oben drauf. Das ist nicht schlecht. Und wir haben den Grünfungus freigeschaltet. Don't hold back. Sechs, ne? Also das töten. Slash. Tot. Au. Von dem Schleim brauche ich auch noch die Rückseite von der Karte. Mit Öl. Die machen wir überall, jetzt würde ich sagen. At last, you are free of the bewildering wood. Praise the power of the woodlanders, you squeal in admiration of Riddis. She giggles bashfully. You've certainly kept your promise, you say. Thank you for showing us the way. I was hoping I could join you on your quest to defeat the dragon, Riddis suddenly blurts out. Warum willst du mit auf die Drachenjagd? Das ist eine kranke Mutter daheim. She takes out her old book and thrusts another page in your face. Oh Gott. This week's creature of fortune is the dragon. Boons may befall those who encounter him. Melanie's jaw goes slack. What is the deal with this book? Melanie asks, bewildered. I can probably pay off my debt if we can just defeat the dragon, Riddis chirps, revealing her true intentions. No, I won't dilute my share of the riches any further. No more additions to the party, you bark. Have you no heart? Are you just going to leave a young helpless girl like me to drown in an ocean of debt and deal with that crusty old man? Riddis fires back relentlessly. I want to go. No. So goes the endless chorus of your thoroughly unproductive argument.
Melanie calmly reminds you that the party in its current form stands little chance of defeating the dragon. See? You need me, Riddis says, sensing an opportunity. Your well-reasoned argument of no thwarted, you nod your head in resignation and welcome Riddis to the party. Yeah. Mist. With his 3D hävande hos väldigt sevärdig och quenchade var in oss to hade moen dissonien 3D häs haver listen on geri från Benios jag quentalio dio ventonies listen on geri coelios listen to coeliudi and Tony is dear feel of Kapitel 3, das Dorf der Koexistenz. Warum höre ich da ein ganz gewaltiges Aber? Ich hätte bessere Idee, ich decke jetzt mal alles auf. Ich mach den Shit, es kommt eine Eins, what the fuck. Ja, zeig mir, was ich spielen kann. Hey, das ist die wette Dame. Was will ich tun? Ich werde vorpreschen auf die Schnauze laden. But what you saw was only an old woman. You and your friend... Ow! Someone shouts. Seems like someone met the wrong end of the knife the woman was holding when you collided. I didn't do it, cries the woman, running off without even a hint of remorse. Ice cold. Toll, ich habe 8 Schaden gefressen. Oh, Schatzkiste. Wiederbeleben. Das hier kann ich verwenden auf mich. Da weiß ich. Das ist sehr schlecht, dass ich so viele Sachen habe. Der Feind greift an. Okay, das Ding schaut so verdammt cool aus. Das Ding hat 50 Verteidigung. Wait, Timeout. Genau 2 Kills. 2 Hits. Nice work. Autsch. 3 Runden und 5 erhöht. Wow. Giftpfeil. Beten, dass es funktioniert. Yes, funktioniert. Feuer tut immer weh. Push mit Verteidigung. Also ihr Leben wieder hoch. Ah, okay. Zwei Schaden. Nicht gut. Natürlich nicht. Feuerball.
aufhören, sie immer zu hauen? Er kommt Bullshit langsam, sicher. Nee. Items. Keine Item. Einer tot. Fehlt noch einer. Wie viel XP kriegen wir jetzt denn dafür, frage ich mich gerade. ...15 Leben zurückbekommen. Autsch. Gut. Yes. Vergiftet. Nice work. Feuerball wieder. Hier, der ist tot. Egal was jetzt macht, ist die Runde tot. Außer auch das. Nicht schlecht. Fehlschuss. Genau tot. Cool. ...218 EP. Nicht schlecht. Kann ich offscreen auf Farmen gehen? Hallo? An armor-clad knight stands, exuding an extraordinarily powerful aura. The knight faces you and asks, "Might you be challengers?" But after sizing you up for a long moment, his shoulders slump and he mutters, "No, you are not yet ready. Grow strong, young ones," he says, then returns to standing in silence. It appears he awaits a stalwart warrior to challenge him. Ah. And fight. Vier, komm schon. Yes. Muss man um den Gegner keine Sorgen machen. Das wird wahrscheinlich wenig Schaden machen. Resistent. Gar nicht mal resistent. Ich glaube, resistent sind sie. Er ist tot. Das ist nicht cool. Ja, Angriff herunter, das ist logisch. Das ist nix. Könnte man damit einfach sterben gehen. Da, Schuss. Nice work. Ist es denn... Und tot. Und 206 XP, da kriegt man einen Haufen Geld. Ich muss 200 Kämpfe machen, dann kann ich mir aus dem ersten Gebiet das Ultraschwert da kaufen. Hä? You come across two men sitting on a rock. They take no notice of you or the party, but you can hear their fervent discussion. You listen in and deduce that they are a pair of thieves. You lean in, trying to hear what else the thieves are talking about. You catch pieces of the conversation here and there. Listen about that loot. Head south from the harbor and cross the mountains.
It sounds like they've just told you where to find their stolen loot. You hastily grab a scrap of paper, write down what you've heard, and quietly sneak away. Aha. Das ist ein sehr großes Gebiet anscheinend. Don't hold back. Schnellschuss. Geschoss gleich einmal hinterher. 2 Leben, come on. Oh, Strahlenwirbel. Sollte sie jetzt töten. Ja, pinkle mich halt an. Sehr freundlich. 12 Schaden. Nice work. Tot. Aus dem Süden der Küstenstadt über die Berge drüber. The harbor is closed today. Anyone seeking shoreline should move 3 spaces to the southeast. 1, 2. Küstenstadt, das ist... Look, you two, it's the sea, Riddis exclaims, frolicking in glee. You, on the other hand, trudge along as far as you can from the coast, ignoring the hair sticking to your forehead. Feeling something at your feet, you glance down. There's something underneath your boot. It appears you've stepped on a monster's cape, making it very upset. It attacks you in fury. What is wrong with this world? Überreden? Erhöhter Blickschaden, Angriff. Die Pfeile, würde ich mal sagen, auf dich. Komm schon. Yes. Und Stufe 3. Gehen wir mal voll auf einen los. Jetzt schon. Dann das Healing. Dich. Au. Okay. Das ist zu nervtötend. Ja, schade. Okay, passt schon, passt schon. Alle Kämpfe drin. Oh, sehr schön. Leben. Sehr gut. Holy heavens. Das ist 60. Alle Angriffe wieder ein Treffen. Ausgezeichnet, das wollte ich hören. Was leid denn? Benutzt einen Heiltrank auf mich. Ich muss das Ganze nicht überleben. Donnersturm. Alright. Er ist tot und der andere hat ohne Schaden gefressen. Nice work.
Autsch. Sehr gut. Versuchen wir jetzt mal Schaden zu tun, kleiner Bastard. 4 bis auf 16. Feuerball. 6. So, das schaut. Ja, passt. Gerade noch wieder einen mehr gemacht, als wir haben müssen. Ja, ich bin Level Up. Alle von mir sind Level Up. Scharfschuss jetzt. Okay, lernt das Waldvolk. Es verleiht Immunität gegen den Gift-Toxinzustand. Stufe erreicht. Stufe erreicht. Surrender? Ja, ich will die Küstenstadt betreten, weil ich bin gerade so angeschlagen, dass es unangenehm schon ist. So, erster Handlungstakt. Topologie. Gasthaus. Gasthaus. You set foot inside the inn only to be greeted with the great clanging of a bell. Congratulations, the innkeeper shouts above the joyous din. It would appear you and your companions are this inn's 10,000th customers. That means you've won the lifetime of free stays pass. Es ist irgendwie lustig, dass es machen, dass man ja nicht zahlen muss und so sie irgendwie zu erklären. Dankeschön. You hear a roar in the distance. According to the townsfolk, it is a very recent phenomenon. Das hat sich sehr stark nach einem Drachen angehört. Rumor in the village has it that it might be the dragon. The man says the fishing industry is usually thriving in their seaside town, but recently nets have been coming up empty. Okay, the guy's packing some heat downstairs. Aber egal. He mentions that even the fishing harbor to the northwest has been suffering from poor hauls of late. Muskelpaket. Da oben gibt's niemanden. Gibt's noch unten ein paar Leute. A troubled woman tells you that there has been a rise in thefts lately. She speculates the recession to be the cause. She claims that even the cold medicine she always has on hand has disappeared. She narrows her eyes at the crowd, suspecting there is a thief among them, and offers a reward for the return of the medicine. Your ears perk up at the word reward, and you immediately agree to help expose the dirty thief. I can feel the dragon's presence. I must inform Lady Winifred, the knight mutters. You feel impatient, determined not to let the order beat you to it. Oh, ich will zusehen, wie sie in Flammen auf diesen möchte gerne kämpfen. So, was hast du für mich, mein Freund? Ein Windschwert, klauender Seebestie, Donnerstab, Windschritter, Frostharnisch. -2 Speed. Ja Gott im Himmel, ist mir das wurscht. Feenkleid gibt's. Kaufen und ausrüsten. Kannst du haben, die 1000. Ist mir wurscht. Schützender Ring, Feuerschützen, Wasserschutzring, Wind, Blitz, Gift, der Rest ist mir egal. Ja, da ist noch die Kettenrüstung. Ausrüsten. Aha. 1000 für dich. Und jetzt den Frostharnisch als nächster.
Ist nicht plus 1 Stärke auch noch oben drauf? Kostet zwar eine horrende Menge, aber ist mir egal. Jetzt muss ich nochmal 4000 abdrücken für die Waffen. Fangen wir im Windschnitt an. Plus 10 auf Damage. Und 1 Initiative dazu. Das wäre eine Frechheit, wenn ich die nicht nehmen würde. Donnerstab als nächstes. 1 Rüstung und 9 Stärke. Ich müsste verrückt sein, wenn ich das nicht nehmen würde. Säbe ist hier auch wieder plus 1 in Verteidigung und 11 in Angriff. Das macht Marin zu meiner stärksten Mitstreiter. Und noch einmal das Windschwert von mir. Plus 10 Angriff auf 22. So, müssen wir ein paar Sachen verkaufen gehen jetzt. Verkaufen. Ausrüstung schauen, ob ich doppelt habe. Nein, habe ich nicht. Und wegen eines bestimmten, falls ihr noch erinnern könnt, Vorfalles, wo wir erst eine Rüstung hätten wegschmeißen können in ein Loch, nehme ich jetzt immer die Rüstung mit, weil wir können ja 100 Rüstung tragen. Antikörpertrank, auch noch einen. Holla die Waldfee, haben wir viele Wiederbeleber. Drei reichen allemal. Im Moment. Die Ölkanne geht auch noch fliegen und haben wir ganz viele davon. 2 weiße Glocken, passt alles. So, dann gehen wir jetzt einmal zum. There is a sign on the door. Not home. Come back later. Ja, danke. Gut, wir gehen in den Itemladen kurz einmal. Hey Lady, was hast du für mich? Bombe, Hexstein, Ölkanne, Fraktions, bla bla bla. Also nichts. Yes. Was hast du in der Apotheke für mich? Kein oder nicht? Tautrank. Sollte ich mir einen zulegen. Ich weiß nie, was ich den Finger verbrauchen kann. Lebenselixier, Krafttrank. Oder sollte ich mir einen mitnehmen? Dann habe ich jeden Trank einmal. Nein, jetzt nicht. Wir lesen uns noch 2 Sachen durch. Da haben wir den Muskelprotz. Ein junger Mann, der sich dem Stehlen seines Körpers verschrieben hat. Weil er als Kind gehänselt wurde, schwor er sich niemals wieder jemandem körperlich unterlegen zu sein. Okay. Es gibt noch einen Mann, der sein Leben dem Stehlen des Körpers verschrieben hat, weil die Rache des Kindes fürchtete, dass er früher hänselte. So gewann die Welt 2 Muskelpakete. Haben wir dich? Die Entscheidung, sie einzustellen, wurde schnell gefällt. Mit ihrer Schönheit sollte sie Kunden anlocken und die Verkäufe steigern. Und das tat sie. Es war ein Fehler, sie einzustellen. Sie ist so tollpatschig, dass sie ständig Bahn zerstört und das Land in Chaos stürzt. Die verursachten Kosten übersteigen die Verkäufe. Hihi. Na, Rücksicht noch nicht freigeschalten. Hier vielleicht? Auch noch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Und auch nicht. Gut. Dann sieht es mir gerade, würde ich sagen, ziemlich gut, dass wir die Folge beenden können. Meine Damen und Herren, ich danke mir, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht in Folge 5. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Voice of Cards, The Isle Dragon Wars.
Ciao.